Hi guys, it's me. I will show you a car today and it will be so absolutely vintage style. It's a very, yeah, some would call it male card. But I think if you like vintage, you might like that. Doesn't matter what you are and who you are. So started here with craft card and go over with a very, very dry brush and white gesso as my background. So and this will be a part I will put on top. First I start here with vintage photo and with a normal vintage photo distressing, and it was a bit patchy, didn't like it so much, so I used the distress oxide in vintage photo and dabbed it in. I dabbed it on my craft mat, sprayed water on top, and then I dabbed the card in. Looked so much better. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Vintage-Karte zeigen. Könnte man sagen, das ist so eine richtige Männerkarte, aber ich denke mir, ich mag das ja. Ich meine, diese Vintage-Foto und dann noch in Türkis und ach, ich liebe das einfach. Also, ja, manche würden sagen, ist mir eine Männerkarte. Ich finde, das ist eine typische Andrea-Karte. So, okay, jetzt habe ich hier mit einem very trockenen Pinsel, mit einem sehr trockenen Pinsel hinten auf die Kraftkarte mit weißem Gesso gearbeitet, ganz leicht nur, und habe da jetzt drauf gestempelt. Den Topper, das ist mit Vintage Photo gearbeitet und noch mit dem Distress Vintage Photo auch noch, weil mir dieses Fleckige vorher nicht so gefiel. Deswegen habe ich es nochmal gemacht und ich denke mal, das sieht sehr viel besser aus. Für die Löcher habe ich dann, habt ihr gerade gesehen, die Stanze genommen und habe als Hinweis für später die ganzen Kreise, die ich ausgestanzt habe, noch aufbewahrt. So, dieser Leuchtturm, den habe ich auch in Kraftcard ausgestanzt und den bearbeite ich jetzt mit verschiedenen Türkis- und Grünfarben. Das sind hier die Prismacolor, die liebe ich ja sehr. Auf Kraftkarte kommen die besonders gut, weil die einfach auch so ein Distress-Erscheinungsbild haben, finde ich. You know, I used this dye I showed you for the circles or the holes in the topper, and I kept all the little dots and circles, so I will use it later. And to colorize the lighthouse, I use my Prismacolors because I think on craft card I think they're perfect in craft card because they have a bit of a distressy look themselves, so, and that's why I like to use them on craft card. So I glued it down, and now I will don't mind this shells and sea star or starfish, starfish laying around there. I'm not using it. I will use this dots and circles. You can see they're laying there already. And then I wanted to use this boat, but I didn't want to have the huge sailing boat, far too big. So I cut the sailing or the sails off. It's one of this nautical set as well. Cut the sail off and I will use it like this. But of course it needs to be colorized first. So now I glue these dots and circles down. They are not very obvious, of course, but I will work on that later. So jetzt habe ich wollte also diese Zirkel und diese Die Cuts, die ich da aus dem runden aufbewahrt habe, die kommen jetzt zurück. Die sind nicht sehr auffällig, im Moment noch nicht, das kommt später noch. Und dann wollte ich eigentlich noch so das Boot da haben, aber das als Segelboot war mir das dann viel zu groß. Also habe ich die Segel einfach mal abgeschnitten. Das geht ja auch. Habe die jetzt noch auch mit den ungefähren gleichen Farben bearbeitet, einfach um das anzugleichen, und werde das dann auch aufkleben, aber dimensional ein bisschen fummelig, weil da jetzt nicht mehr ganz so viel Platz war, aber es geht immer. Einfach das 3D-Tape und dann klebe ich das noch drauf. You know, I wanted to have that more dimensional, so I used my 3D foam tape and glued it then on top because there were already so much stuff going on and I wanted the little boat to stand out. So, and as you can see, yeah, the circles, they're not very obvious, so I use a black Prisma here to go around all the dots and circles, and
yeah, let it stand out much more. But at the end of the day, I really preferred this muted look. So, ich habe jetzt hier angefangen mit dem schwarzen Stift um Kreise herumzugehen, um die mehr hervorstehen zu lassen, aber jetzt nicht so extrem. Ich wollte schon diesen sehr zurückhaltenden oder diesen Ton-in-Ton-Look, den wollte ich schon haben. Also er sollte jetzt nicht besonders extrem herausstechen. Das war schon so gewollt. So, und jetzt gehe ich einfach noch ein bisschen mit den anderen Farben hier, um das eine oder andere Objekt einfach nur ein bisschen zum Schattieren, ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. Die andere Seite dann mit dem Weiß ein bisschen die Highlights zu setzen. Und ich werde noch genau hier auch in die Kreise gehen mit Schwarz, um das auch noch ein bisschen hervorzuheben. Und wie ihr seht, in der Mitte ungefähr hinter diesen Aussparungen, da sieht man das Schwarze, dieses Chevron, das ich draufgeklebt habe, das mache ich hinterher weg. Das ist mir gar nicht aufgefallen im Eifer des Gefechts. Aber als ich dann das Close-Up gemacht habe, fand ich es, furchtbar. Das ging gar nicht. You can see the black chevron in the background. It peeps through the holes, and I didn't like that. I really didn't notice it before I watched the video. So I made a new close-up later. You will see that where I fix it and cover that up, because I really didn't like that. So I'm now, of course, making the card, lots of layers, and as I always do. And it's a little tip, it's always, the more layer you have, especially with white and black, you get far more depth in your cards. So, and with this stem sets, the sentiments here, sea-related sentiments, I'm using Seize the Day. And a lot of you know that I don't really like to have this cluster stamping with words. I don't know what it is, but in this case, I think has something to do. The card was portrait, and I wanted to have something landscape-wise, so that's why I did that as well. But I stamped it in the cluster way as well, and then I had a look, what do I like most? Ich habe dann hier wieder die Worte auseinandergenommen und nebeneinander gesetzt, weil ich das einfach bevorzuge. Und ich denke mal in dem Fall vor allen Dingen, weil ich habe jetzt diese Hochkantkarte und dann nochmal mit den Clusterwörtern, irgendwie fand ich das unausgegoren und unausbalanciert. Und fand das mit den Worten nebeneinander wesentlich schöner. Habe die jetzt noch mit Oxides bearbeitet. Ja, mache ich sie noch ein bisschen schäbig mit Wassertropfen. So, und dann gucke ich einfach. Und das ist auch immer ein Prozess, der bei mir ein bisschen dauert. Einfach um das ganze Design schön auszubalancieren. Weil so ein falsch gesetztes Sentiment für mich, also das ist immer noch meine Meinung, das kann die ganze Karte ruinieren. Und ja. So now, it takes me always a while to get my composition together especially when I put sentiments down, because in my opinion, a wrong put down sentiment or wrongly set sentiment could ruin the whole design. So for me, it's very, very important to do that. So here you can now see that I have the black chevron peeking through, and I hated it when I saw that, and I thought, oh God, no, I have to fix that. And that's what I did. Hier könnt ihr jetzt sehen, die schwarze Chevron-Muster hinter den Löchern. Ich fand es einfach scheußlich. Und das werde ich jetzt noch fixieren, in Ordnung bringen. Und dann kommt schon das Close-Up. So guys, this is the close-up already, and I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. So I hope I will see you soon with my next project. Here is the fixed holes with my next project, sorry. And until then, I will wish you a fantastic time, and see you soon. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen.
Und bis dahin, oder ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt, aber bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen und bleibt kreativ. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.